Moin Moin, hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Und heute gibt es wieder eine Runde Shakes and Fidget. Die News sind draußen für die kommenden Events und ja, nächstes Wochenende, nicht dieses, sondern nächstes, ist es dann auch schon soweit. Wir haben Hexentanz-Event und auch ein anderes interessantes Event, und zwar ja, der Valentinssegen. Es gab ja zum Valentinstag auch immer noch mal so ein kleines Mini-Event, jetzt nichts Dickes. Da werden wir mal gucken, wie es dieses Jahr aussieht. Ich glaube, das wird so ähnlich sein wie die letzten Male, dass man so eine Kleinigkeit gibt oder was weiß ich so. Ne? Auf jeden Fall wollte ich euch mal zeigen, und wir haben halt das nächste Wochenende dann halt hier auch das Hexentanz-Event, was ja für mich persönlich sehr wichtig ist in Bezug auf den Sandsturm, wo wir dann auf jeden Fall live im Stream dann auch wirklich diesmal reingehen werden und das Ganze uns zu Gemüte führen. Das wäre dann in dem Zeitraum vom 14. bis zum 16. Ja, also einen von den Tagen werde ich definitiv streamen und ja, gemeinsam mit euch live durch den Sandsturm da durchhämmern auf meinem Main, um mal zu gucken, wie weit wir kommen. Ansonsten, ja, sind das hier halt eben jetzt die Events, die jetzt dieses Wochenende am Start sind. Wir haben wieder Reichtumsrauferei, ja, und etwaige weitere Events auf jeden Fall. Ja, das wollte ich euch nur mal ganz kurz zeigen, weil in den News, ich glaube, in-game, da stehen immer nur so die News drin von diesem Wochenende, aber in Vorschau aufs nächste Wochenende, da muss man dann immer noch mal, ja, nochmal genau auf Discord schauen, um halt eben sich die Informationen hier zu sichern. Ja, ansonsten, Thema des heutigen Videos ist auf jeden Fall einer meiner Charaktere. Ich habe ja hier meine 4 Favoriten gespeichert. Davon ist ja immer einer temporär. Und das ist in dem Falle jetzt halt eben der Paladin, den ich ja zum Start von EU17 auch aktiv gespielt habe. Und dann ist es ja passiert, dass ich dann 2 Wochen im Urlaub gelandet bin. Und da habe ich mir so gedacht, boah, da machst du wirklich nur das Nötigste so auf deinen Accounts. Ja, und da ist mein Paladin, wenn man mal da einmal rüber hovert. Ja, Login vor 20 Tagen plus das letzte Mal. Das heißt, ich habe ihn ja, seit über 2 Wochen nicht mehr angefasst, nicht mehr eingeloggt. Ich bin quasi dort inaktiv gegangen auf dem Server, ja, weil ich dann halt einfach mir so gedacht habe, okay, ich mache jetzt nur das Nötigste so, und dann ist der Paladin ganz schön in Vergessenheit geraten, und ich war jetzt schon Ewigkeiten nicht mehr auf dem Server, und ich bin gespannt, was da jetzt passiert ist, ob wir da jetzt schon aus der Gilde gekickt worden sind oder was da sonst irgendwie ja, passiert ist. Ich weiß es nicht, ich kann es euch nicht sagen. Wir werden heute mal reinschauen, und ich habe auch keinen Plan, was ich jetzt hier mit dem Paladin jetzt noch weitermachen soll. Aber wir gehen erstmal rein. Ja, wir schauen uns erstmal um. Ja, es ist natürlich hier alles resettet, ist natürlich ganz klar. Ja, und sind wir noch in der Gilde? Tatsache. Okay, wir sind tatsächlich hier noch drin. Ja, das ist ja komisch. Also wir sind gar nicht so weit abgestürzt. Ja, also hier sind auf jeden Fall ein paar Leute inaktiv und wurden nicht gekickt. Also ja, ist das wahrscheinlich jetzt nicht so schwerwiegend, sag ich mal, bei mir. Allerdings ja, hatte ich den Paladin ja relativ aktiv gespielt. Und ja, jetzt bin ich halt am Überlegen, was ich mit dem Account hier machen soll. Ja, soll ich ihn weiterspielen oder nicht? Wir gucken erstmal rein hier. Stimmt, wir haben ja hier Turor gehabt auf Platz 1 auf dem Server hier, der ja auch echt durchgedreht ist, ein paar Rekorde aufgestellt hat. Ich habe das Gefühl, hier haben sich ein paar Leute umbenannt mit Mag vorher, jetzt als Name hier, anscheinend für die Kennzeichnung für Magazine, denke ich mal einfach. Würde ich jetzt mal so im Raum schmeißen hier, ja. Generell EU17 hatte ja zum Anfang des Serverstarts ein paar Rekorde aufgestellt auf jeden Fall. Und wie sieht es jetzt hier aus? Mittlerweile haben sich die Gilden schon ein bisschen etabliert, sag ich mal. Wir haben hier jetzt die Raid-Phase schon länger durch und die Leute gehen in die Kampfphase hinüber. Magazine, wirklich wahrscheinlich die Gilde, die sich hier am meisten absetzen wird. Dann haben wir hier noch
ich weiß nicht, eine eine polnische Gilde auf Platz 2, Holy Order auf Platz 3, die ja auch sehr starken Eindruck gemacht haben auf dem Server hier. 272 Paradise haben wir hier am Start, German OGs. Und die Paderhorns, die Paderhorns sind ja auch noch am Start hier auf Platz 6. Ja, sehr geil. Allerdings, ja, weiß ich für mich persönlich halt nicht, soll ich den Account jetzt weiterspielen oder nicht. Habe ich da jetzt generell noch so Lust drauf oder nicht, ist so die Frage. Also, ja, ich habe halt, also der Account hatte halt ziemlich unter der Pause jetzt gelitten, sag ich mal. Und generell fand ich die Klasse eigentlich gar nicht so verkehrt, aber sie hat mich jetzt nicht so unbedingt gereizt, jetzt als ja, neue Klasse hier hinzuzufügen, eine von meinen Hauptklassen dann. Das wäre ja dann schon die vierte in dem Sinne. Und ja, so extrem krass hatte mich ja die Klasse dann doch nicht gereizt, muss ich sagen, dass ich die dann dauerhaft, Flügeltran verpasst hier, dass ich die dauerhaft in mein ja, Charaktersortiment aufnehme. Ja, moin, hier nur Stärketränke hier. Und deswegen hatte ich nachher ja, den Paladin zwar gespielt gehabt, auch aktiv so, aber jetzt nicht, dass man sagen könnte, okay, das ist auf einem Top-Niveau. Das ganz und gar nicht. Ne? Ich hatte, glaube ich, auch auf dem Server hier meine Sachen hier nicht gespielt, die ich sonst auch nicht spiele auf Serverstarts, wenn mir die jetzt nicht so wichtig sind. Arena Manager, Pets, und deswegen ist das auch alles nicht so verkehrt, beziehungsweise nicht so schlimm, dass ich jetzt hier nicht weitergespielt habe. Großartig, holy shit. Genau, aber ja, ich wollte ja eigentlich so ein kleines Projekt mit dem Account hier machen. Und zwar wollte ich ja mit dem Paladin so mäßig einen Dungeon Try machen, der so ja, 0,01%ige Gewinnchance hat, um halt einen coolen Kampf zu haben, um den Paladin mal so ein bisschen in seinem Rampenlicht zu zeigen, was er so drauf hat, wenn er sich irgendwie, keine Ahnung, 10-mal hintereinander hielt oder so. Das wäre auf jeden Fall, denke ich mal, ziemlich ansehnlich. Das Projekt, denke ich mal, können wir noch weiterhin verfolgen. Ich weiß jetzt nicht, wie jetzt die Chancen bei dem Gegner hier aussehen. Ich glaube, der Kummerkommandeur war jemand gewesen, den wir uns rausgesucht haben, der zum damaligen Zeitpunkt eine 0,01%ige Chance gehabt hat. Und da konnten wir uns das ganz gut ja, anschauen dann. Ich glaube aber, die Chance ist ein bisschen gestiegen. Ich weiß nicht, vielleicht aufgrund von Gildenausbauten oder so, dass ja, wir jetzt vielleicht hier nicht mehr eine 0,01%ige Chance haben. Wir haben das Projekt ja beim Berserker damals gemacht, als er unendlich angreifen konnte. Ja, da wollten wir mal gucken, was wir für eine Combo gegen einen Dungeon-Gegner rauskriegen, der halt eben 0,01% hat, was da im Maximalfall geht. Und ja, das wollte ich hier auf dem Account auch machen, also das ist definitiv nicht 0,01 hier. Genau, und ja, das könnte man im Nachhinein natürlich jetzt immer noch machen. Das werde ich, denke ich mal, auch machen, aber ich glaube, danach wird der Account hier dann auch wirklich komplett auf Grundeis gelegt. So, ne? Also wie gesagt, die Zeit, wo ich jetzt nicht da gewesen bin, da hatte der sowieso schon gelitten. Ich denke mal, es hätte jetzt auch niemand großartig was gesagt, wenn ich jetzt hier den Account jetzt nicht weiter, ja, mich jetzt nicht nochmal eingeloggt hätte oder so. Ne? Aber ich wollte halt einfach mal gucken, was hier jetzt auch so auf dem Server passiert ist. Und ob ich überhaupt noch in der Gilde drinne bin oder nicht. Ich wusste es ja nicht. Ne? Wir haben uns jetzt heute das erste Mal ja, gemeinsam hier eingeloggt. Ja, und das wollte ich definitiv noch verfolgen hier, wie es hier so weitergeht mit den Paladinen, die jetzt hier ja auch mitunter in der DP sind. Wie viele Spieler haben wir denn jetzt hier mittlerweile eigentlich auf dem Server? 111.000. Ich würde sagen, das ist okay. Können wir in die Statistiken reinschauen, ob sich das ein bisschen gewandelt hat jetzt mit den Klassen, weil der Paladin hat ja extrem dominiert. Ist natürlich immer noch so, aber hat schon abgenommen. Also die anderen Klassen holen dann tatsächlich mit der Zeit ein bisschen auf, weil am Anfang war es wirklich, ich weiß gar nicht, das war glaube ich auf 60% oder so, ne? Also es war auf jeden Fall deutlich mehr, würde ich sagen. 50-60% irgendwie, ist jetzt schon ein bisschen abgenommen, hat schon ein bisschen abgenommen auf jeden Fall. Ist halt der Paladin-Server und ja, deswegen gucken wir mal, wie wir hier in Zukunft weiter agieren auf den Server. Wie gesagt, ich denke mal, das Projekt werden wir noch weitermachen, aber
ja, dann mehr wird es, denke ich mal, auch nicht werden. Ansonsten, ja, sieht man ja schon, wie sich die Gilden hier so ein bisschen etablieren auf dem Server. Es ist auf jeden Fall Magazine, Platz 1, gefolgt von der polnischen Gilde, was man hier auch so ganz gut in der Ehrenhalle erkennen kann. Ne? Ein paar Chaniwasi sind hier dazwischen, aber ansonsten haben wir viel Magazine und vereinzelt aus ein paar anderen Gilden auch ein paar Spieler. Ja, Freunde, das war's soweit vom Paladin, ja, was mit ihm passiert ist und wie es jetzt hier wahrscheinlich weitergeht. Ne? Bis dahin wünsche ich euch natürlich alles Gute und bedanke mich auf jeden Fall fürs Zuschauen. Und ja, wir werden ihn definitiv nochmal sehen, aber nicht mehr so doll in Action, würde ich sagen. Ne? Bis dahin, danke fürs Zuschauen, haut rein und bis zum nächsten Mal.